Hallo noch einmal. Heute werden meine Puppen und ich euch beibringen, wie man das Imperfekt mit regelmäßigen Verben verwendet. Vergesst nicht, die Untertitel und die Anmerkungen anzumachen. Los geht's. Hello again. Today my puppets and I will teach you how to use the imperfect tense with regular verbs. Don't forget to turn on the subtitles and the annotations. Let's start. T-E-T-E-S-T, T-E-T-E-N, T-E-T, T-E-N, T-E-N, T-E, T-E-S-T, T-E, T-E-N, T-E-T, T-E-N, T-E-N, T-E, T-E-S-T, T-E, T-E-N, T-E-T, T-E-N, T-E-N. Ich glaube, da funktioniert etwas mit deinem Motor nicht. Wie bitte? Warum magst du so komische Geräusche? Ich übe die Endungen im Imperfekt. Das Präteritum? Ja, manchmal nennt man es die einfache Vergangenheit, denn es hat nur ein Verb anstatt haben oder sein und ein anderes Verb, so wie Imperfekt. Das ist die Vergangenheit, die man in Geschichten benutzt, oder? Ja, genau. Perfekt benutzt man, wenn man spricht. Imperfekt benutzt man, wenn man schreibt. Ja, aber diese Regel ist nicht konkret. Manchmal benutzt man das Imperfekt, auch wenn man spricht. Das ist richtig, aber ich spreche heute nur über regelmäßigen Verben. Wie wirst du das tun? Ich werde eine Geschichte vorlesen. Mithilfe dieser Geschichte kann man die Regeln verstehen. Okay, lies bitte vor. Es war einmal ein Mädchen. Es arbeitete in einer Tonpapierfabrik. Jeden Tag bastelte es schöne Blumen aus dem Tonpapier. Nach der Arbeit eilte es zur Großmutter. Es besuchte seine Großmutter jeden Tag. Es bezahlte die Rechnungen der Großmutter. Die Großmutter brauchte nichts. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Großmutter starb. Bevor sie starb, deckte das Mädchen den Tisch und feierte den letzten Geburtstag der Großmutter mit der Großmutter. Das Mädchen fotografierte die Großmutter. Es freute sich nicht auf die Beerdigung. Es glaubte nicht, dass seine Großmutter tot war. Das Mädchen dachte, seine Freunde gratulieren ihm, aber es hörte nicht richtig. Das Mädchen interessiert sich nicht mehr fürs Leben. Ein Psychologe interviewte das Mädchen. Es fragte, warum es sich nicht mehr freute und lachte. Warum lernte das Mädchen nicht mehr in der Schule? Warum veranstaltete es keine Partys am Wochenende? Warum mähte es den Rasen nicht? Das Mädchen sagte, diese Dinge passten nicht mehr in sein Leben. Es plante nicht für die Zukunft. Es redete nicht mehr mit Freunden. Es reiste nicht mehr. Es regnete jeden Tag. Eines Tages reparierte ein Mann das Herz des Mädchens. Er sagte, ich liebe dich. Er sammelte die Teile des zerbrochenen Herzens. Er schenkte dem Mädchen einen Ring. Er schickte ihm Postkarten aus allen Ecken der Welt. Sie probierten zusammen Weine. Sie schmeckten wie Liebe und Rosen. Wenn es schneite, spielte das Liebespaar im Schnee. Sie tanzten und spielten Fußball miteinander. Wenn das Geschirr schmutzig war, spülten sie das Geschirr zusammen. Sie warteten auf den Bus zusammen. Sie wanderten im Wald zusammen. Sie lebten glücklich zusammen bis in alle Ewigkeit. Sie zeigten den Leuten um sich herum, was wahre Liebe ist. Das Mädchen vermisste seine Oma, aber das Loch in seinem Herzen wurde mit so viel Liebe gefüllt, dass das Mädchen das Loch kaum noch merkte. Das Ende. Das war eine sehr schöne Geschichte, aber du hast nur ein paar Imperfektsformen verwendet. Es ist ein bisschen schwierig, sie alle in einer Geschichte zu benutzen. Okay, aber wie bildet man diese Form der Vergangenheit? Es ist ganz einfach. Nimm das en am Ende des Verbs weg, dann konjugiert man die Verben mit den Endungen te, test, te, ten, tet, ten, ten. In den Personen ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Zum Beispiel besuchen. Ich besuchte, du besuchtest, er, sie, es besuchte, wir besuchten, ihr besuchtet, sie besuchten, sie besuchten. Wenn man ein E im Präsens zwischen dem Verbstamm und der Endung benutzen wird,
braucht man auch ein E im Imperfekt. Zum Beispiel arbeiten. Ich arbeitete, du arbeitetest, er, sie, es arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie arbeiteten, sie arbeiteten. Sag das dreimal schnell nacheinander. Ja, du hast recht. Manchmal klingt es ein bisschen komisch, aber man muss sich daran gewöhnen. Danke, das war sehr hilfreich. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! I hope that this video helped. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Till next time. Bye. T-A-T-A-S-T T-A-T-A-N T-A-T T-A-N T-A-N T-A-T-A-S-T T-A-T-A-N T-A-T T-A-N T-A-N